Hier, diesen ganzen Dreck hier. Ich habe einen guten Freund. Er ist leider heute geschieden, hatte eine Frau, sie hatten auch eine Tochter, aber es ist auf die schiefe Ebene gelangt. Wie kam denn das? Sie hatten die besten materiellen Voraussetzungen, keine finanziellen Sorgen, waren beide in einer christlichen Mission tätig. Bestens versorgt meint man auch geistig und hatten den guten Vorsatz, wenn sie zueinander sprachen, wie sich an Gott zu wenden, dass Gott stets bei ihnen war. Wie kam denn das, dass das dann scheiterte? Es ist traurig, aber die katholische Kirche hat einen Katechismus herausgebracht, ihr Lehrgebäude in 500 Seiten zusammengefasst. Und in diesen 500 Seiten kommt das Wort Mystik überhaupt nicht vor. Für mich unverständlich, wie so etwas passieren kann. Denn letztlich ist Mystik, die Urerfahrung des Göttlichen, eine der Quellen der Religion. Mose hatte erst seine tiefe Erfahrung am brennenden Dornbusch. Und dann erst hat er den Israeliten zu sagen versucht, was er erfahren hat. Sehr schade, aber Willigis, hast du die Erfahrung der Mystik nicht zugelassen bei deinen Leuten. Und dann setzte ich mich da so vor die Wand, musste mir alles gezeigt werden, war im Einführungskurs. Und da saß ich da und dann tauchte wirklich Gespenster auf. Da tauchten Gespenster auf und zwar zeigten sie mir, wer ich wirklich bin, nämlich ein absoluter Egomane. Und das war so schlimm. Und zwar, man hat ja die Kinder am liebsten. Und für sie tut man alles. Ja, und da gibt man sich auf, schläft nicht einmal allein auf die Toilette geht man. Und dann sah ich an der Wand, dass ich meine Kinder so gut erzog und alles richtig machte, damit die anderen Leute sagen, das machst du aber gut. Und dieses Ego, das erschreckte mich so sehr, dass, ja, es erschütterte mich, dass ich nur noch weinte. Und das ganze Wochenende lief so ab, dass ich den Tag über weinte und die Nacht über weinte und kein Auge zumachte. Das war mein Anfang von Zen. Und dann ging ich nach Hause und sagte, das mache ich nie wieder. Das reicht mir. Nach einem Jahr war es so, das muss ich vorweg sagen, ich ging dann zu Willigis rein, heulend, ja, und erzählte ihm, was ich für ein Egomane bin. Und er sagte, ja, so ist's. Ja, das war wirklich tragisch für den ganzen weiteren Lebensweg. Dieser prägende Moment des ersten Sazen, wo sie eine tatsächliche Geisterfahrung hatte, mit einem offenen Scheitelchakra, hat sie diese unglaublich wertvolle Erfahrung machen können, hat damit aber nicht umgehen können, weil das etwas so Großes ist. Sie hat das nur negativ werten können als, ja, Egomanin, wie sie sich da empfunden hat, und ist von Willigis Jäger da nicht unterstützt worden. Er hat das ja gerade noch unterstützt, diese negative Bewertung, und hat damit dazu massiv als Autorität beigetragen, dass sich das Scheitelchakra dann ganz verschloss. Und wir sehen die tragische Entwicklung im Weiteren.
Das ist dann eine Zen-Meisterin in den Gnaden von Willigis Jäger geworden. Er hat mit keinem Wort gesagt, ja, so schlimm ist er nicht. Nein, so ist es einfach. Und das tröstete natürlich nicht und ich ging mit dem Vorsatz nach Hause, ich arbeite einfach so weiter, egal was passiert. Und nach einem Jahr sagte mein Mann, ich würde gern mit dir ein Session machen. Nee, ich habe gesagt, das mache ich gar nicht. Dann sagten meine Eltern, wir passen auf die Kinder auf. Und er drang so in mich, dass ich dann ihm zuliebe sagte, ich gehe da mit. Und dann nahm ich mir vor, das passiert mir noch nicht nochmal. Und dann saß ich da vor dieser Wand und passte nur auf, dass da ja nichts hochkam. Und diese Konzentration, die hat es ausgemacht. Ich hatte ja keinen anderen Gedanken, als wie ja nichts hochkommen zu lassen. Und dann saß ich im Garten im Haus St. Benedikt und mein Mann holte einen Tee und ich schaute da runter und erfuhr auf einmal die Einheit mit den Nasenzwickern vom Ahornbaum. Ich erfuhr die Einheit mit allem. Und das war überwältigend. Ja, ich konnte nur noch lachen. Und dann sauste ich gleich zu Willigis für mir mein Kärtchen raus. Und dann kam ich dorthin und war natürlich euphorisch. Ja, eins mit allem. Und er sagte zu mir, ja, du hast durchs Tor geschaut. Und das war ernüchternd. Ja, nachdem sie da bekämpft hatte, dass etwas hochkommt, hat es dann nur noch zu einer Gipfelerfahrung gereicht. Da gibt es ja verschiedene, es gibt Einheitserfahrungen. Man meint fälschlich mit der ganzen Schöpfung vereint zu sein. Meister Eckhart meinte sogar, er sei oberhalb von Gott. Es gibt auch Panoramaerlebnisse und so weiter. Diese sind aber nur Illusionen auf dem Weg zur eigentlichen Geisterfahrung, wo dann wirklich auch Inhalte aus dem Kosmos kommuniziert werden. Was können Sie denn mit einem Einheitserlebnis anfangen? Da ist ja keine Information drin. Sie sind höchstens euphorisch, kommen in eine Großartigkeit hinein. Und insofern ist es auch richtig, dass Willigis Jäger diese Erfahrung dann nicht unterstützt hat, aber er müsste eben nach oben führen und nicht nach unten. Ich hatte gemeint, ich hätte jetzt schon Wunder was erreicht. Ich hätte schon alles erfahren sozusagen. Und er sagt, ja, du hast durchs Tor geschaut, jetzt geht's weiter. Vergiss das wieder. Und das war auf der einen Seite eine sehr tiefe, nicht tiefe Enttäuschung, aber ich war verwirrt, weil ich glaubte, hatte auch so das Gefühl, ich weiß alles und ich bin alles. Und dann war es nur durchs Tor geschaut. Aber damit hat er mich geführt, dass es im Zen nicht darum geht, große Erfahrungen zu machen. Ein Gipfelerlebnis hätte sie ja auch nur mit Cannabis oder LSD haben können. Dazu braucht man kein Zazen.